Ergebnisse der US-Wahlen beschäftigen uns immer noch stark. Ihr habt euch sicher auch schon gefragt, was für Einfluss auf die Wirtschaft der Sieg von Donald Trump in Zukunft könnte haben. Und genau diese Frage klären wir heute bei Anlegen mit Weitblick mit unserem Chief Investment Officer, Philipp Merkt. Ja, Philipp, die erste Frage, die mich besonders interessiert: Wie haben überhaupt die Märkte auf den Sieg reagiert? Ja, aus ökonomischer Sicht ganz spannend. Die US-Aktienmärkte haben stark gestiegen, andere Aktienmärkte ein bisschen weniger. Der Dollar ist gestiegen, die Zinsen sind gestiegen, der Bitcoin ist gestiegen und auch gewisse Aktien von Personen, die direkt profitieren, wie der Elon Musk, seine Tesla, sind sogar extrem gestiegen. Und das alles, weil man natürlich gewisse Erwartungen hat, was der Trump im Januar wird umsetzen. Wir haben ja auch reagiert auf die neuen Zukunftsaussichten. Darum werfen wir als erstes noch einen Blick auf unsere Positionierung in den Vermögensverwaltungsmandaten. Was haben wir jetzt angepasst? Ja, wir haben eine Änderung vorgenommen. In den USA kaufen wir Aktien dazu. Wir gehen dort von einem starken Untergewicht in ein nur noch leichtes Untergewicht, also weil wir glauben, dass wir kurzfristig eine Opportunität sehen in den USA. Also die Zurückholen von Industrie in die USA und vor allem auch die Steuern, die gesenkt werden für die Unternehmen. Das wird kurzfristig einen Schub geben. Da glauben wir, dass die Aktienkurse davon werden profitieren in den USA. Darum die Umschichtung. Sonst insgesamt bleiben wir aber innerhalb der Aktien vorsichtig. Jetzt hast du gesagt, das ist eher die kurzfristige Sicht. Was sind deine Erwartungen für die längerfristige Zukunft? Ja, vor allem die Schutzzölle, die eingeführt werden, die haben natürlich auch einen negativen Effekt. Jemand muss ja das zahlen, und das ist der Konsument. Also das heisst, die Inflation, die Sachen werden teurer, die Inflation wird zunehmen, die wird sich hartnäckiger halten. Und für das habe ich auch eine Grafik mitgenommen. Ich sehe hier drauf die Leitzinserwartungen und auf der linken Seite der Effektivleitzins in dunkelblau schraffiert die Erwartungen. Und wenn wir hier anschauen, dann sehen wir vor Ende September vor der Wahl. In der Wahl hat man noch von 6 Zinssenkungen ist man ausgegangen. Hingegen jetzt nach der Wahl geht man nur noch von 3 aus. Das bedeutet einerseits, eben, die Wirtschaft wird besser laufen, oder man glaubt, die Wirtschaft wird besser laufen. Aber andererseits bedeutet das auch, eben, dass die Inflation länger hoch bleibt und man darum auch nicht so manche Leitzinssenkung muss machen oder soll machen. Jetzt haben wir vor allem die wirtschaftliche Seite angeschaut. Was wären deine Erwartungen aus politischer Sicht? Ja, da gibt es natürlich sicher auch Änderungen. Ich würde vielleicht 2 hervorheben. Das eine ist, sicher, wenn man die Umwelt oder den Umweltschutz anschaut, da gibt es eine Abkehr eigentlich von der Förderung von der nachhaltigen Energien wieder zurück zu fossilen. Und auf dieser Seite sicher die Sicherheitslage auf der Welt oder insbesondere für Europa wird sicher nicht einfacher voraussagbar werden. Jetzt habe ich auch noch eine Frage mit dabei von einer Zuschauerin aus dem Kanton Genf. Und zwar Sophie fragt, warum sich auch der Bitcoin nach dieser Wahl so positiv entwickelt hat. Ja, ich fange gleich schnell Anfang Jahr an. Da hat Bitcoin eigentlich wie Gold profitiert. Man sagt ja, Bitcoin ist das neue Gold. Profitiert davon, dass die Unsicherheit zugenommen hat. Man hat Bitcoin gekauft, hat auch die Nachfrage zugenommen, man hat Bitcoin-ETFs eingeführt. Aber so richtig Post ab ist gegangen, wie man auf dieser Grafik sieht, ist nach der Wahl von Trump. Er hat gesagt, er mache die USA zu der Bitcoin- und Krypto-Hauptstadt der Welt. Also er wird auch hier versuchen, die Industrie von Amerika zu bringen oder auch vor allem auch zu fördern und setzt sehr stark auf Krypto und Blockchain. Und das hat das ausgelöst, die Steigung von 34% seit der Wahl. Dann zum Abschluss, Philipp, noch eine Frage, die mich vor allem besonders persönlich interessiert. Was denkst du, was waren die Gründe, die Trump zum Sieg verholfen haben? Ja, vielleicht sehr schnell zur Einordnung. Die USA hat ein Zwei-Parteien-System. Alles, was sagen wir, Mitte rechts ist, wählt halt republikanisch. Also was Mitte links ist, wählt demokratisch. Und entschieden wird das Rennen eigentlich bei Wechselwählern oder Leuten, die man neu dazu bringt. Und da kann man sagen, auch das ist ökonomisch begründbar. Es hat einmal den Ausspruch gegeben, jetzt die Economy. Einerseits hat Trump allen natürlich versprochen, dass sie wirtschaftlich besser dastehen. Die Unternehmen werden die Steuern gesenkt, die Reichen werden die Steuern gesenkt, die
Wenn man den Arbeiter anschaut, dem sein Arbeitsplatz wird sicherer wegen Schutzzölle und Repatriierung von den Unternehmen. Und andererseits kann man aber auch effektiv sagen, wenn man die Inflation anschaut von den letzten 4 Jahren und die zusammenzählt, dann war das 21%. Und die Löhne haben mit dem nicht Schritt halten. Also effektiv ist es den Leuten auch schlechter gegangen als vor 4 Jahren. Ob das an der jetzigen Regierung hängt, nein, eher nicht. Aber wir tun es ihr anlasten. Merci vielmals für deine Einschätzungen. Danke, dass ihr hier mit dabei gewesen. Ihr dürft sehr gerne eure Fragen auch einschicken. Die E-Mail-Adresse seht ihr jetzt eingeblendet. Und sonst sehen wir uns beim nächsten Mal bei Anlegen mit Weitblick.